In diesem Video geht es um die Grundprinzipien der modernen Welpenerziehung. Ich werde euch zeigen, wie ein Welpe lernt. Wir werden besprechen, dass der Welpe euch testen wird und was das bedeutet und warum ihr auf Strafen lieber verzichten solltet. Also sozusagen ein Crashkurs zum Thema Welpenerziehung. Viel Spaß! Zuallererst ist mir wichtig, dass ihr versteht, dass euer Welpe, wenn er bei euch einzieht, mehr oder weniger in eine vollkommen neue Welt kommt, nämlich in die Welt des Menschen. Und da herrschen Sitten, die es unter Hunden so nicht gibt. Der Welpe muss also in einer vollkommen neuen Kultur ankommen und sich zurechtfinden. Von einer Umgebung beim Züchter oder im Tierheim, in der der Welpe mehr oder weniger den ganzen Tag regellos machen konnte, was er wollte, zieht er nun in eine Umgebung, in der es Regeln gibt. Ich vergleiche das ganz gerne mit uns Menschen, wenn wir beispielsweise in ein vollkommen neues Land ziehen, wo wir weder die Sprache noch die Schrift verstehen. Vermutlich geht es unseren Welpen ganz ähnlich. Deswegen helft eurem Welpen, sich richtig zu verhalten. Eure Aufgabe ist es nun, ihm beiseite zu stehen und ihn anzuleiten. Vergesst dabei bitte nie, eure Welpe verhält sich niemals absichtlich falsch. Was ein Welpe schlichtwegs macht, ist, euch und die Umwelt zu testen. Und was mir wichtig ist, ist, dass ihr dieses Testen nicht als etwas Negatives seht. Schlussendlich muss der Welpe irgendwie herausfinden, in was für einer Umwelt er hier gelandet ist. Und das kann er eben nur, indem er Versuche macht und herausfindet, welches Verhalten wozu führt und welche Dinge zu welchen Konsequenzen. Man nennt das Ganze auch Lernen durch Versuch und Irrtum. Und darüber werden wir jetzt erstmal sprechen. Also, euer Welpe wird die verschiedensten Dinge ausprobieren. Beispielsweise wird er herausfinden wollen, wie er an Futter kommt oder wie er eure Aufmerksamkeit bekommt. Und natürlich wird er schlichtwegs die Umwelt kennenlernen und erkunden. Bitte seht diese Phase des Ausprobierens nicht als etwas Schlechtes, sondern als eine Chance. Nämlich als Chance, dem Welpen zu zeigen, wie er sich richtig verhält. Also, bevor ihr euch überlegt, wie ihr eurem Welpen zeigt, was er nicht tun soll, fokussiert ihr erstmal auf etwas ganz anderem, nämlich auf dem, was euer Welpe richtig macht. Macht das, was der Welpe zeigen soll, lohnenswert. Achtet darauf, dass die Verhaltensweisen lohnenswert werden, die ihr haben wollt. Also habt den Fokus darauf von Anfang an. Unsere Welpen zeigen immer wieder Verhaltensweisen, die richtig sind. Und wir halten das meistens für selbstverständlich und die sind es aber nicht. Viele Welpen bieten so viele tolle Verhaltensweisen an und wir gehen nicht darauf ein, wir belohnen es nicht. Und dann geht dieses Verhalten verloren. Schlussendlich wird euer Welpe auf lange Sicht die Verhaltensweisen sich merken, die für ihn lohnenswert waren und in Zukunft öfter zeigen. Also belohnt, wenn euer Welpe etwas richtig macht. Mit dieser Herangehensweise wird euer Welpe mit der Zeit das richtige Verhalten zeigen, ohne Angst davor zu haben, bestraft zu werden und ohne die Lust zu verlieren, Dinge auszuprobieren. Also zeigt eurem Welpen, dass beispielsweise das Hinsetzen vor der Tür lohnenswert ist und gebt ihm immer dann ein Leckerchen. Oder zeigt eurem Welpen, dass er dann eure Aufmerksamkeit bekommt, wenn er sich ruhig hinsetzt und nicht, wenn er bellt. Achtet also stets darauf, ob euer Welpe spontan richtiges Verhalten anbietet und belohnt es. Packt euch stets tolle Leckerchen in die Tasche, sodass, wenn euer Welpe euch mal überrascht mit einem tollen Angebot, ihr dieses nicht verpasst. Wie ihr seht, hat mich dieser Kerl ganz spontan mit einer neuen Position überrascht und hat sich seitlich hingelegt. Super. Das war mega cool von dir. Gerade die Seitenlage ist eine Position, die man normalerweise kompliziert aufbauen muss. Dieser Hund hat mir das spontan gezeigt und ich habe es natürlich sofort eingekauft und ihn dafür belohnt. Habt den Fokus auf diesen tollen Verhaltensweisen. Schaut mal, was eurem Welpen so einfällt und lasst euch überraschen. Ihr werdet sehen, euer Welpe wird immer wieder richtig tolle Ideen haben. Damit ihr euch wirklich auf die positiven Dinge bei der Welpenerziehung fokussieren könnt, ist natürlich wichtig, dass ihr vorher dementsprechend Managementmaßnahmen trefft. Also richtet eure Wohnung welpensicher ein. Lasst keine Versuchung in Welpenhöhe liegen. Lasst keine Schuhe rumstehen. Habt keine Kabel in Reichweite oder sonstige Dinge, die der Welpe eben nicht kaputt machen sollte. Und ganz besonders, achtet darauf, dass euer Welpe kein Essen vom Tisch stehlen kann. Ihr werdet sehen,
Diese Versuchs- und Testphase der Umwelt wird mit der Zeit immer weniger. Und mit der Zeit könnt ihr eure Wohnung wieder in den Normalzustand bringen. Das ist wirklich nur eine Phase. Aber es lohnt sich, hier wirklich alles wegzuräumen. Was ihr hierbei unbedingt wissen solltet, ist ein Mechanismus im Gehirn. Ganz besonders tolle Erfahrungen werden nämlich auch ganz besonders stark abgespeichert. Also, wenn euer Welpe beispielsweise einen Sonntagsbraten vom Tisch stiehlt und diesen verspeist, ist das ein wahnsinnig tolles Erlebnis für den Welpen und dementsprechend stark wird das abgespeichert. Und je aufregender und toller eine Erfahrung ist, desto schneller und besser merkt sich das der Hund. Passt da also auf, dass euch so etwas nicht passiert. Denn ansonsten habt ihr dementsprechend viel Arbeit, das wieder wegzutrainieren. Und umgekehrt könnt ihr diesen Mechanismus für euch natürlich auch nutzen. Verwendet ganz besonders tolle Leckerchen, wenn ihr euren Hund beispielsweise von seinen Hundekumpels zurückruft oder wenn ihr eine ganz besonders schwierige Übung macht. Ihr werdet sehen, wenn ihr ganz besonders tolle Belohnungen gezielt einsetzt, könnt ihr eure Training wesentlich effizienter gestalten. Denselben Mechanismus gibt es übrigens auch in die andere Richtung, nämlich ganz besonders unangenehme Erfahrungen werden ebenfalls stärker abgespeichert. Und das ist natürlich ein Mechanismus im Gehirn, der den Welpen an und für sich vor Gefahren schützen soll. Also das hatte im Laufe der Evolution eine ganz, ganz wichtige Schutzfunktion. Passt da aber auf, dass euer Welpe da keine negativen Erfahrungen während der Welpenzeit sammelt, denn genau das ist oft die Basis für Verhaltensprobleme. Wenn euer Welpe beispielsweise von einem anderen Hund erschreckt wird oder gar gebissen, kann das ganz schnell dazu führen, dass euer Welpe Angst- oder Aggressionsprobleme entwickelt. Oder wenn ihr beispielsweise an einem anderen Hund vorbeigeht und ihn immer schimpft und mit eurem Hund streng seid, kann das auch ganz schnell dazu führen, dass euer Hund andere Hunde damit verknüpft und dementsprechend später Verhaltensprobleme hat. Also habt das stets im Hinterkopf und achtet darauf, dass euer Welpe weitgehend positive Erfahrungen mit der Umwelt macht. Und da kommen wir auch schon zu einem ganz wichtigen Thema bei der Welpenerziehung, dem assoziativen Lernen. Neben den verschiedenen Verhaltensweisen, die euer Welpe lernt, also Sitz, Platz, Komm, gibt es noch einen viel wichtigeren Mechanismus, den wir verstehen sollten. Nämlich, euer Welpe verknüpft stets das, was er wahrnimmt, damit, wie er sich fühlt. Also, fühlt sich der Welpe in der jeweiligen Situation wohl oder fühlt er sich nicht so wohl? Und empfindet euer Hund gar Angst? All dies wird stets mit verknüpft und ist schlussendlich ausschlaggebend dafür, wie sich euer Welpe in der Zukunft verhalten wird. Hat ein Welpe weitgehend positive Erfahrungen, ist die Wahrscheinlichkeit von Angst- oder Aggressionsproblemen wesentlich geringer, als wenn der Welpe gewisse Situationen negativ verknüpft. Und da kommen wir auch schon zum Thema Strafen. Gerade diese Verknüpfung, bei denen ein Welpe unangenehme Erfahrungen macht und diese mit der jeweiligen Situation verknüpft, führen oft dazu, dass der Hund Angst- oder Aggressionsprobleme entwickelt. Wenn euer Welpe beispielsweise immer streng mit einem Nein angesprochen wird oder gar an der Leine gezogen wird, wenn er auf Kinder trifft, kann das dazu führen, dass euer Welpe in Zukunft Probleme mit Kindern hat, weil er verknüpft hat, immer wenn Kinder in der Nähe sind, wird mein Mensch besonders wütend. Insbesondere wenn ihr euren Welpen bestraft, also beispielsweise mit ihm schimpft oder ihn anbrüllt oder ihm auch nur etwas wegnimmt, was möglicherweise für ihn gefährlich ist, wird euer Welpe die Strafe auch jeweils mit euch verknüpfen. Und je nachdem, wie unangenehm die Situation für den Welpen ist, kann das dazu führen, dass euer Welpe in Zukunft in solchen Situationen euch meidet oder gar nach euch schnappt oder gar vor euch davonläuft. Und das wollt ihr auf gar keinen Fall. Das kann wirklich gefährlich enden. Euer Welpe soll sich stets bei euch wohlfühlen und gerne zu euch kommen. Und selbst wenn euer Welpe etwas falsch gemacht hat, euer Welpe soll nie Angst vor euch haben, wenn ihr in seiner Nähe seid. Spätestens, wenn ihr euren Hund ohne Leine laufen lasst, kann das nämlich echt gefährlich werden. Nämlich, wenn euer Welpe in solchen Situationen vor euch davonläuft. Also, wie ihr seht, können Strafen Nebenwirkungen haben, die schlussendlich das Gegenteil von einem alltagstauglichen Hund sind. Und neben ethischen Überlegungen ist dieses Wissen um den Einfluss von Emotionen auf das Verhalten von Hunden der Hauptgrund, warum in der modernen Hundeerziehung Hunde hauptsächlich mittels Belohnung trainiert werden und nicht mehr wie früher über Druck und Zwang. Also, anstatt euren Welpen zu bestrafen, gebt ihm immer, wenn euer Welpe auf Kinder trifft,
Ein Leckerchen. So macht der Welpe stets eine positive Erfahrung in Anwesenheit von Kindern und er wird lernen, mit euch Kontakt aufzunehmen, um an das Leckerchen zu bekommen. Also 2 Probleme gleichzeitig gelöst. Dem Welpen eine neue Aufgabe beibringen. Wenn ihr eurem Welpen etwas Neues beibringen wollt, dann beginnt ihr das Training stets zu Hause, ohne Ablenkung, dort wo ihr und euer Welpe eure Ruhe habt. Haltet die Trainingseinheiten außerdem lieber kurz und macht dazwischen stets Pausen. Das wird euch und eurem Welpen helfen. Als Richtwert empfehle ich zu Beginn 1 Minute, aber das hängt natürlich immer von der Aufgabe ab und schlussendlich von euren Trainingskünsten. Und achtet darauf, dass ihr gerade zu Beginn großzügig belohnt. Der Welpe soll schließlich lernen, dass die Arbeit mit euch lohnenswert ist und Spaß macht. Und vergesst dabei nicht, alles, was ganz besonders toll empfunden wird, wird auch dementsprechend stark abgespeichert. Also verwendet bei neuen Übungen, beispielsweise wenn ihr den Rückruf trainiert, ganz besonders tolle Leckerchen. Und ganz wichtig, zwingt euren Welpen nie zu einer Übung. Auf lange Sicht soll euer Welpe gerne mit euch zusammenarbeiten und da hat Druck und Zwang nichts verloren. Wenn euer Welpe das Verhalten in der ablenkungsfreien Umgebung schafft, dann könnt ihr beginnen, die Übung an verschiedenen Orten zu üben. Von leichterer Umgebung zu immer schwererer. Schlussendlich werdet ihr damit mehr oder weniger lebenslang beschäftigt sein, nämlich der sogenannten Generalisierung von Verhaltensweisen. Also, euer Welpe muss erst lernen, dass Sitz zu Hause dasselbe bedeutet wie Sitz auf der Straße und das Sitz in der Hundezone. Zu guter Letzt ist es wichtig, dass ihr die Verhaltensweisen regelmäßig übt und wiederholt. Denn je öfter ein Hund ein Verhalten übt, desto gefestigter wird es und desto zuverlässiger wird er es ausführen. Und vergesst nicht, alles, was ganz besonders toll ist, wird dementsprechend abgespeichert. Also nutzt regelmäßig ganz besonders tolle Leckerchen oder ganz besonders tolle Belohnungen. Und ihr werdet sehen, dass euer Welpe sich das wesentlich besser merkt. Also ich hoffe, ich konnte euch einen groben Einblick in die Mechanismen der Hundeerziehung geben und warum wir bei der modernen Hundeerziehung auf Belohnung statt Strafe setzen. Das wichtigste Ziel der Welpenerziehung ist schließlich ein alltagstauglicher Hund. Also fassen wir nochmal zusammen. Habt den Fokus auf dem, was euer Welpe richtig macht und belohnt das. Sichert eure Umgebung dementsprechend welpensicher ab, sodass euer Welpe keinen Blödsinn lernen kann. Merkt euch, ganz besonders tolle Erfahrungen und ganz besonders unangenehme Erfahrungen werden besonders stark abgespeichert. Passt auf, dass euer Hund keine negativen Assoziationen mit der Umwelt macht. Wenn ihr ihm etwas beibringt, startet ohne Ablenkung und übt erst dann in schwierigen Situationen. Und zu guter Letzt, Wiederholungen führen dazu, dass das Verhalten gefestigt wird. So, wie immer wünsche ich euch nun mit diesem Wissen ganz viel Erfolg bei der Welpenerziehung und viel Spaß bei der Umsetzung.